control and worry and anxiety begins with a fantasy of being outside. Und die Situation kontrollieren zu wollen, sich Sorgen zu machen, das beginnt mit einer Fantasie, dass wir außerhalb davon wären. The more you think about the situation, the more you enter into a realm of abstraction. Je mehr du über eine Situation denkst oder in einen Bereich der Abstraktion eintrittst. But the situation is not an abstraction. Aber die Situation ist keine Abstraktion. The situation is concrete. Die Situation ist konkret and changing. Und verändert sich. And your take on it is uniquely your take on it. Und deine Reaktion darauf ist deine eigene. You can ask your friends, what should I do? Und du kannst deine Freunde fragen, was soll ich tun? And they might say, well, if I were you, I would. Und sie würden vielleicht sagen, ja, wenn ich du wäre, dann würde ich. But they're not me. Aber sie sind nicht ich. So now they've given me another idea. So geben sie mir nur eine andere Idee. So I can set up all these ideas to talk to each other in my head. So kann ich all diese Ideen in meinem Kopf aufstellen und sie sprechen miteinander. Then we can vote and have an election. Dann können wir wählen und eine Wahl haben. And we can come to a decision. Und dann können wir zu einer Entscheidung kommen. But will it be your decision? Aber wird es deine Entscheidung sein? And by the time you've gone through this elaborate process, the world has changed. Und während der ganzen Zeit man durch diesen ausführlichen Prozess geht, dann hat sich die Welt schon wieder geändert. So, part of this second point of Garab Dorje, of not remaining in doubt or being clear as to how things are, is to see all one has is a capacity to be responsive in the world as it is. Und ein Teil dieser zweiten Aussage von Garab Dorje ist, alles was wir haben ist, auf die Welt zu reagieren, so wie sie ist. We don't know. Wir wissen nicht. Nobody seems to know what to do with this world economic crisis. Niemand scheint zu wissen, was man mit jetzt der ökonomischen Weltkrise anfangen soll. Or in Afghanistan. Oder in Afghanistan. Or in the Congo. Oder im Kongo. Who knows anything? Wer weiß schon irgendwas. We are very full of ideas. You can go into a big magazine shop and there are thousands and thousands of magazines and journals on economic policy, political policy, anything you like. Wir sind natürlich voll mit irgendwelchen Ideen. Man kann in irgendeinen Zeitungsladen gehen, da gibt es wahnsinnig viele Magazine, illustrierte, spezialökonomische Zeitungen, politische Sachen und die sind alle voll mit irgendwelchen Ideen. What these magazines represent is people need to eat, so they need a job, so they become journalists and they write endless amounts of shite. Was die Magazine sagen, es gibt Menschen, die müssen essen, also brauchen sie einen Job, dann werden sie Journalist und dann müssen sie irgendwas schreiben und dann schreiben sie irgendeinen Mist. This is the product of how people are feeding themselves and their families. Das ist, diese Zeitungen sind dann der Produkt von denen die Leute sich selber ernähren und ihre Familien. If they told the truth, no one would buy next week's copy because they already would know the truth. Wenn sie die Wahrheit gesagt hätten, dann würde niemand die nächste Ausgabe kaufen, weil sie haben ja schon die Wahrheit gesagt. We don't know, they don't know, but their not knowing looks a bit more interesting than our not knowing. wir wissen nicht und sie wissen nichts, aber ihr Nichtwissen sieht irgendwie ein bisschen interessanter aus als unser Nichtwissen. If you accept that, then you become an adult. Und wenn man das akzeptiert, dann wird man ein Erwachsener. No big mama and papa are gonna make it okay. Keine große Mama oder Papa werden es schon richten. What to do with Tibet? Was mit Tibet? Was sollen wir damit tun? Does the Dalai Lama know? Weiß es der Dalai Lama? No. Nein. He says, I don't know. Er sagt, ich weiß es nicht. I'm at the end. I've had enough. Ich bin am Ende, ich habe genug. So if he doesn't know, we also don't need to pretend to know. Wenn er das nicht weiß, dann müssen wir auch nicht vorgeben zu wissen. This points that knowing is not what it's about. It's about being present in the moment and responding. Dieser Punkt zu wissen, ist aber, darum geht es nicht. Worum es geht, ist es einfach präsent
zu sein in der Situation und auf die Situation zu reagieren. We have a very elaborate education system in the West. Wir haben ein sehr ausführliches, detailliertes Bildungssystem im Westen, in which children spend years and years learning many things which are useless. in dem die Kinder viele Jahre verbringen, um nutzlose Sachen zu lernen. Certainly in Britain we have absolute fixation on examinations. Also besonders in Großbritannien haben wir eine Fixierung auf Prüfungen. And if the child is intelligent, they can work out how to pass exams. Und wenn die Kinder intelligent sind, dann können sie rauskriegen, wie es einfach möglich ist, Prüfungen zu bestehen. But when you go out into the big adult social world, the world of work and engagement, it's not like a school exam. Aber wenn du in die soziale Welt gehst, in die Welt, wo man sich engagiert, dann ist das halt nicht wie eine Schulprüfung. It always involves compromise. Und überall muss man Kompromisse treffen. School is about right and wrong. Aber Schule ist über richtig und da gibt es richtig und falsch. But very little in our adult lives is about simple black and white, right and wrong. Aber sehr wenig in unserer Erwachsenenwelt ist wirklich so einfach, wie dass es richtig und falsch ist. What shall we do? Was sollen wir tun? You can have many thoughts, but in the moment you're in a particular situation and there are not so many options in the concrete situation. Aber was sollen wir tun? In einer spezifischen Situation gibt es nicht so viele Möglichkeiten, so viele Optionen. And we are always in concrete situations. Wir sind immer in irgendwelchen konkreten Situationen. You are in your body. Du bist in deinem Körper, You have your body. du hast deinen Körper, Your body has your spine. dein Körper hat deine Wirbelsäule. Some people's spines are very strong and resilient and they can sit for a long time. Other people's spines fall over very quickly. Und manche Leute Wirbelsäule, die ist sehr stabil und die können für viele Stunden sitzen und andere, die fallen eher zusammen. How should you practice meditation? Wie sollte man Meditation praktizieren? Should you read the book or read your body? Solltest du das Buch lesen oder deinen Körper lesen? If your back is sore, should you carry on Wenn dein Rücken wehtut, solltest du dann weitermachen? or should you read your body? Oder solltest du deinen Körper lesen? If your body says move, please move. Wenn dein Körper sagt, beweg dich, dann beweg dich. One of my friends in London who used to do a lot of Zen sitting, Ein Freund von mir in London, der viel Zen-Sitzungen abgehalten hat, went on a very long intensive retreat. ging zu einem sehr langen, intensiven Retreat He could feel some pain building up in his knee. und er hat gefühlt, wie Schmerzen entstanden sind in seinem Knie And he thought, this is not very good. und er dachte, das ist nicht sehr gut. But it was a very rigid, strong kind of sitting practice. Aber es war eine sehr restriktive Art von sitzender Meditationspraxis. He kept sitting. So blieb er sitzen. Suddenly he had an intense pain. Plötzlich hatte er einen sehr intensiven Schmerz. And he was a doctor, or he is a doctor. Und er ist ein Doktor. So he knew exactly what had happened. Und er wusste genau, was die Ursache war. He had fucked his knee up for the rest of his life. Er hat das Knie für den Rest seines Lebens. He has a bad knee, he can't sit very long. Er hat ein schlechtes Knie und kann nicht sehr lang sitzen. But he listened to Guruji. Aber er hat auf den Guruji gehört. So this is very important. We think someone else knows what to do. Wir denken, irgendjemand anderes weiß, was zu tun ist. All that we've been doing in these last few days is looking at ways to be close to yourself and to see how you function. Alles, was wir die letzten 2 Tage getan haben, ist eben nah bei einem selbst zu sein und zu wissen, wie wir funktionieren. And with that, to be more aware of this process of being in the world with others. Und mit dem mehr bewusst zu sein, in dem Prozess mit anderen zusammen zu sein in der Welt. Being attentive to how things are. Auf die Dinge so zu reagieren, so wie sie sind. Being attentive to how things are for you. Und
so zu den Dingen zu sein, wie sie sind, zu dir. They may not be like that for anyone else. Und so mögen sie vielleicht nicht so sein zu irgendjemand anderem. What will you trust? Wem willst du vertrauen? How can you trust yourself? Wie kannst du dir selbst vertrauen? You can't trust yourself. Du kannst dir nicht selbst vertrauen. You can't trust anyone else. Du kannst niemand anderem vertrauen. This is called being an adult. Das nennt man, erwachsen zu sein. Living in that state means I'm not going to trust. I'm going to look and look and look all my life. 24 hours a day, I'm going to be present. Und was das heißt, in diesem Zustand zu sein, ist es, niemandem zu vertrauen, sondern zu schauen. Zu schauen und zu schauen, 24 Stunden am Tag präsent zu sein. When I was first training in therapy, we used to do these so-called trust exercises. Wenn ich in der ersten Jahren war in einer Psychotherapie, dann haben wir so etwas gemacht wie die Vertrauensübung. So you put on a blindfold and you stand on a chair and you leap off and people catch you. Du hast dir eine Augenbindung gebunden, hast auf einem Stuhl gestanden und hast dich nach vorne fallen lassen und die Leute haben dich aufgefangen. And that's very nice. Das ist sehr schön. But there's a Jungian analyst called James Hillman, and he wrote an essay on trust, and in it he tells a little story. Da gibt es einen jungschen Analysten, der James Hillman heißt, und er hat ein Buch geschrieben, und da gibt es folgende Story. So about a little boy, and he's 5 years old. Geht aus über einen 5 Jahre alten kleinen Jungen. And he's playing with his father, who's a rabbi. 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 Rabbi? Okay. So. Er spielt mit seinem Vater, und der Vater ist ein Rabbi. And the little boy is standing on the stairs and he's leaping out and his father's catching him. Und der Junge steht auf den Treppen und er lässt sich fallen und der Vater fängt ihn. And he goes up the stairs, leaps, each time the father catches him. Und er geht die Treppe noch höher und lässt sich wieder fallen und der Vater fängt ihn. And he gets to the top step and he leaps off. Und er geht auf die oberste Stufe und lässt sich fallen. And the father steps aside. Und der Vater tritt zur Seite. And the little boy hits the ground. Und der kleine Junge fällt auf den. He's crying and weeping and he looks at his father. Er weint und schreit und schaut an seinen Vater an. And the father says, never trust anyone and never trust a Jew. Der Vater sagt, niemals vertraue irgendjemand, niemals vertraue nur Juden. This kind of story might be illegal in Germany. Diese Art von Geschichte ist ja vielleicht in Deutschland verboten. But it's a very important story because it means you are most cheated by the people close to you. Und sehr wichtig in dieser Geschichte ist, wird am meisten betrogen von den Leuten, die sehr nah einem sind. Being cheated and trusting are born together. Und betrogen zu werden und zu vertrauen, das sind Sachen, die zusammengehören. And as Siya Lama said many times of himself, he said, I don't trust anyone, and number one, I don't trust myself. Und wie Siya Lama oft gesagt hat, ich vertraue niemandem und als erstes vertraue ich mir selbst nicht. Because trusting is to assume that something will be the case. Denn zu vertrauen heißt anzunehmen, dass irgendetwas der Fall sein wird. Being present means not trusting. Präsent zu sein heißt nicht zu vertrauen. To trust is already to be off balance. Zu vertrauen ist, dann ist man bereits nicht mehr in Balance. Being present, being open is in yourself, grounded, clear, so that the ground of your being, this infinite emptiness, is moving out moment by moment into a freshness of the situation. Präsenz zu sein heißt halt offen zu sein, auf dem Grund zu sein, offen auf die
jeweilige Präsenz auf die Situation zu reagieren. So this view of Dzogchen is not the same as ordinary thinking. Die Sicht von Dzogchen ist nicht das gleiche wie allgemeines Denken. And so the second point of Garab Dorje means again and again examine your own mind, become close to your own mind, don't lose awareness. Und der zweite Punkt von Garab Dorje ist, sei nah deinem eigenen Geist, untersuche deinen eigenen Geist, sei dir bewusst. Because if you lose awareness, you will be caught up in your habits, and in your habits, you're at the mercy of hopes and fears and so on. Denn wenn du dein Gewahrsein verlierst, dann wirst du gefangen sein in deinen Gewohnheiten und du wirst verloren sein in deinen Hoffnungen und Befürchtungen. And again in Dzogchen it'll say there is one ground and two paths. Und wieder im Dzogchen wird gesagt, es gibt da einen Grund und zwei Wege. His ground is the open nature of mind, the natural condition. Der Grund ist die offene Natur des Geistes, der natürliche Zustand. Being aware of it, we follow one path in which everything is luminous and immediate and dynamic. Und diesem Bewusstsein folgen wir einem Pfad und alles ist hell, strahlend und ignoring it, being caught up in what is manifesting, we follow another path in which I seem strongly real, you seem strongly real, it's up to me to make things work well. And so we become very prone to all kinds of anxieties and worry. Und aber dieses zu ignorieren ist der andere Pfad und alles wird sehr reell. Ich werde sehr reell, alles was passiert wird sehr reell und wir werden sehr schnell dann gefangen wieder in unsere Sorgen und Annahmen. In states of worry and anxiety, thought chases after thought after thought. Und in Zuständen von Sorgen, Aufregung und Angst jagt ein Gedanke den anderen. And there is no end to thinking. Und es gibt kein Ende vom Denken. This is why there is no end to samsara. Und das ist kein Ende in Samsara. So, once you get into the habit of relying on your thoughts to determine your situation, and if you're not at home in your body, if your breathing is not deep and easy, if you're not able to hold yourself in a posture that supports your presence, dann, wenn du anfängst, dich auf deine Gedanken zu verlassen, denkst, dass die Lösungen in deinen Gedanken liegen und nicht präsent bist bei dir selbst, nicht bei deinem Atem bist, then you start to feel that thoughts will provide the solution. Dann beginnst du zu fühlen, dass die Gedanken die Lösung bilden. Most decisions in life are very simple. Und die meisten Entscheidungen im Leben sind sehr einfach. Yes or no. Ja oder nein. So you can think about them a lot, but in the end you get to yes or no. Du kannst also eine ganze Menge darüber nachdenken, aber am Ende ist es nur Ja oder Nein. If you say yes, many things will follow. Wenn du Ja sagst, werden viele Dinge daraus folgen. If you say no, other things will follow. Wenn du Nein sagst, werden andere Dinge folgen. These things won't reveal themselves until you say yes or no. Aber diese Dinge werden nicht passieren, bis man halt eben Ja oder Nein sagt. So, you can just make a decision. So kann man einfach eine Entscheidung machen. Worry is a waste of time. Sich Sorgen machen ist eine Zeitverschwendung. Worry does not solve problems. Sich Sorgen machen löst keine Probleme. Worry is a way of charging up our energetic system, which creates mental turbulence and ill health. Sich Sorgen machen lädt unser geistiges System auf und was halt geistige Ungesundheit und erzeugt. So, just in very brief summary, we have been looking at Garab Dorje's description of your own real nature. Um es zusammenzufassen, haben wir geschaut nach Garab Dorjes Beschreibung unserer eigenen Natur.
tradition says, if you understand this real nature, all your problems will end. Und die Tradition sagt, wenn du diese wirkliche Natur verstehst, alle deine Probleme werden enden. If you remain caught up in ego identification based on thoughts, your problems will continue. Aber wenn du dich darin verloren bist, auf deine Ego-Identifikation mit Gedanken, dann werden deine Probleme weitergehen. Now you have a choice. Either you do the practice, or you don't. Nun hat man die Wahl, entweder man tut die Praxis oder man tut sie nicht. That's all there is. Das ist alles. It's up to you. Das ist unsere Entscheidung. No one can do it for you. Und niemand kann es für uns tun. If you say, I'll think about it, Wenn du dann sagst, na, ich werde es mir überlegen, you have already chosen your road. da hast du schon deinen Weg gewählt. Okay, shall we have a wee cup of tea? Eine Tasse Tee vielleicht? Okay, so now we look briefly at this third statement of Garab Dorje. Nun werden wir uns kurz noch die dritte Aussage von Garab Dorje anschauen, In which he said to continue in the same way. in der er sagt, dass wir fortfahren auf die gleiche Weise. This means not believing that there is anything better than what you have. Das heißt, nicht zu glauben, es gäbe irgendetwas Besseres als das, was wir bereits haben. So from the point of view of Dzogchen, this means being in your life as it is. Und aus der Sichtweise von Dzogchen heißt das, in seinem Leben zu sein, so wie es ist. As you are aware more and more of this open dimension and you find yourself present in it, you experience the free arising and passing of experience. Je mehr man gewahr ist dieser offenen Dimension, desto mehr ist man mit dem, was da ist. This is called self-liberation. Das wird genannt Selbstbefreiung. All arisings go free by themselves. Alle Erscheinungen befreien sich von sich selbst aus. Only our own attachment binds us into situations. Nur unsere eigene Anhaftung bindet uns in irgendwelche Situationen. Because actually, situations are in time and they change. Denn tatsächlich, Situationen, die funktionieren in der Zeit und sie verändern sich. Now we are coming towards the end of our time together. Und nun kommen wir zum Ende unserer gemeinsamen Zeit. When we first met on Friday night, many of you coming for the first time, you're not quite sure what this is. Wenn wir uns das erste Mal am Freitagabend getroffen haben, dann waren sicher einige von euch zum ersten Mal da und ihr wart nicht ganz sicher, was euch erwarten wird. Now you get a little more idea what it is. Nun habt ihr eine etwas bessere Idee davon, was es sein könnte, But it's almost gone. aber es ist schon wieder fast vorbei. This is the same with everything in life. Und das ist das Gleiche mit allen Dingen im Leben. You're just getting to know it and it's gone. Du lernst es kennen und dann ist es schon vorbei. Is there more to get out of it? Gibt es da mehr, was man da herausbekommen könnte? Too late. Zu spät. What is the best way to get something out of an event? Was ist das Beste, um irgendetwas aus einem Event zu bekommen, aus einer Situation? Be there. Sei dort, sei dabei. So all the time you were daydreaming or sleeping or thinking of something else.
Und so die ganze Zeit, die wir vielleicht in Tagträumen verbracht haben, geschlafen haben oder an irgendetwas anderes gedacht haben, you weren't here, dann waren wir nicht hier. and then I'll be gone. Und dann wird es vorbei sein. Bye bye. Tschüss. That's it. Das ist alles. That's what it's like. Und so ist es. So it's the same with whatever is arising in the mind. If you're relaxed and open and present, you start to experience the arising and the passing. Und das ist das Gleiche mit der Erscheinung im Geist. Wenn du offen, präsent bist, dann bist du gewahr von dem Erscheinen und von dem Vergehen. The immediacy of that shows you all that you need to know. Und diese Direktheit, die Nähe in diesem Augenblick zeigt dir alles, was du wissen musst. You don't have to think a lot more about it. Man muss nicht viel darüber nachdenken. You get it. Du bekommst es. And then it's gone. Und dann ist es vorbei. And then there's something else. Und dann kommt wieder was Neues. But if you didn't get this first bit, and you're trying to get it while it's already gone, then you're looking over your shoulder. Then the next one's coming and you won't get it either. Aber wenn du es nicht bekommen hast, nicht dabei warst und dann versuchst im Nachhinein es zu bekommen, dann schaust du zurück über deine Schulter und bist nicht da, wenn das Neue passiert. The past really is gone. Die Vergangenheit ist tatsächlich vorbei The future hasn't come. und die Zukunft ist noch nicht da. Nobody knows what the future is. Und keiner weiß, was in der Zukunft ist. You really have to know this. Nobody knows. Und das müssen wir wirklich erkennen. Niemand weiß es. Big Bama Lama with a big hat. Selbst ein großer Lama mit einem noch viel größeren Hut, They don't know. sie wissen es auch nicht. And we can prove this very simply. Das können wir sehr leicht überprüfen. Because although everything is unreliable and uncertain, there are clear facts. Obwohl zwar alles unverlässlich und unsicher ist, so gibt es ein paar klare Fakten. Tibetan Lamas like money. Tibetische Lamas mögen Geld. They build monasteries and do all sorts of things, so they always need to have a lot of money. Sie errichten Klöster und tun eine Menge Sachen und so brauchen sie halt immer Geld. In Germany, there is available racehorsing, horse racing. Where? In Germany, you have horse racing. In Deutschland gibt es Pferderennen. In that system, you have winning and losing. Und in diesem System hat man Gewinn oder Verlust. If you know the future, you know which horse will win. Und wenn du die Zukunft weißt, dann weißt du auch, welches Pferd gewinnt. These holy lamas would set up a gambling school and win all the money and build monasteries in every town for the salvation of all sentient beings. Würden dann die heiligen Lamas ein Wettbüro öffnen und sie würden jede Wette gewinnen und dann hätten sie genug Geld, um Klöster zu bauen. This is not happening. Aber das passiert ja nicht. Nobody knows the future. Keiner kennt die Zukunft. This is true. You have to know. The fantasizing of magical powers to other people is unhelpful. Das müssen wir erkennen. Die Fantasie der magischen Kraft von anderen Leuten, das ist nicht sehr nützlich. The great teacher of Dzogchen in our time is Namkha Norbu. Einer der großen Lehrer von Dzogchen unserer heutigen Zeit ist Namkha Norbu. If you at all have the possibility to meet him, that's a very important thing to do. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, ihn zu treffen, dann ist das eine sehr wichtige Sache zu tun. And if you want to, when you go to see him, if you want to make him pissed off with you, Und wenn du ihn sehen willst und du möchtest, dass er sauer auf dich ist, then you ask him for a blessing. dann frag ihn mal nach einem Segen. Because he's very clear that blessing is one of the big cul-de-sacs of Tibetan Buddhism. Gut, ich sag's. A road that goes nowhere, blocked road. Dieses Segen zu geben, er ist sich sehr, sehr klar darüber, dass diese Segensgeberei eine der ganz großen Sackgassen im tibetischen Buddhismus ist. There is a story of Gampopa and Milarepa. Da gibt es eine Story, eine Geschichte von Gampopa und Marpa.
Milarepa. Gampopa was a very close student of Milarepa. Gampopa war ein sehr naher Schüler von Milarepa. And he always was asking him for special teachings and wanted to know, said, Rinpoche, how can I become like you? What is the secret of your success? Give me that teaching. Und hat Milarepa immer wieder gefragt, gib mir ganz besondere Belehrung, was ist die Ursache, dass du so bist, was gibt mir etwas, dass ich auch so viel Erfolg habe in meiner Praxis. So one day Milarepa said, okay. Und eines Tages hat Milarepa gesagt, na gut. And he stood up. Und er ist aufgestanden. And he lifted up his skirts and showed him his bum. Hat seinen Rock gehoben und hat ihm seinen Hintern gezeigt. And his bum was covered in calluses and very hard skin. Kinde oder was ist das? Hornhaut. Sein Hintern war bedeckt mit Hornhaut und sehr harter Haut. Because he spent his life sitting in rock caves doing meditation practice. Denn er hat sein ganzes Leben damit verbracht, in Felsenhöhlen zu sitzen und Meditation zu praktizieren. So, if you understand the view of Dzogchen, and you have understood the basic practices, you can go on and develop your understanding, more practices. But according to the tradition, there is no path higher than this. There is no method better than this. Wenn du jetzt die Sicht von Dzogchen verstanden hast, dann kannst du weitergehen, dann kannst du dein Verständnis vertiefen und kannst praktizieren. Aber es gibt eine Sicht, die eben sagt, es gibt keine höhere Praxis als Dzogchen. Which means not to think that there is anything better than this. Und das heißt eben nicht zu denken, dass es irgendetwas gäbe, was besser wäre als das. It doesn't mean that you shouldn't do other kinds of practices. Das sagt klar nicht, dass du nicht etwa andere Sachen nicht tun solltest. But it's about integrating every practice, every worldly activity into this state of presence. Aber es heißt, dass du jede Praxis, jede Art von Meditation und jede weltliche Aktivität integrierst in diesen Zustand der Präsenz. But when we imagine that there is some special something somewhere else and only by getting that will our life be better, then we create many problems for ourselves. Aber wenn wir denken, da gibt es irgendetwas ganz Spezielles, was wir unbedingt kriegen müssen und nur wenn wir dies haben, dann wird unser Leben besser, dann schaffen wir viele Probleme für uns selbst. Because the most fundamental issue is, who are you? Denn die grundlegende Frage dabei ist, wer bist du? What is the basis of your identity? Was ist der Grund deiner Identität? On an outer level, as we've looked, we base this on our habits, our education, our neuroses and so on. Auf der äußeren Seite basieren wir das auf unsere Gewohnheiten, auf unsere Neurosen. On an inner level, we can base it through taking refuge. We can start to base our identity on Dharma practice and belief and hope and so on. Und auf der inneren Seite können wir das basieren auf unserer Zuflucht, auf unserer Dharma-Praxis und auf unser Glauben und Vertrauen. And you can devote your life to praying to Chiemsee or Amitabha or Padmasambhava, and you can be reborn in a pure realm. Und man kann sein Leben dahingehend ausrichten, dass man eben zu Padmasambhava, Chiemsee oder Amitabha betet und wird dann wiedergeboren in einem dieser reinen Bereiche. But you can also recognize your own nature. Aber du kannst auch deine eigene Natur erkennen. If you're reborn in a pure land, you stay there for some time and then you're not there. Wenn du geboren bist in einem dieser reinen Bereiche, dann bist du da für eine Weile und dann bist du da nicht mehr. In that realm, you're born, you have a nice body, you're healthy, you can practice Dharma. Words of Dharma are in the air all the time. Und wenn du da bist, dann hast du einen schönen, gesunden Körper, du kannst das Dharma praktizieren, die Worte des Dharmas sind überall in der Luft und kommen zu dir.
This kind of realm is called the Sambhogakaya. Und dieser Bereich wird Sambhogakaya genannt. That is to say, it's a manifestation out of the open, empty dimension of the Buddha's mind, which is called the Dharmakaya. And it's an effulgent, immediately available experience. Und es ist eine Manifestation des offenen, leeren Dimension des Dharmakaya. But it's not the Dharmakaya itself. Aber es ist nicht der Dharmakaya selber. You yourself, sitting here on your meditation cushion, can open to your real nature. Aber du selber hier sitzend auf deinem Meditationskissen kannst dich öffnen zu der wirklichen Natur. This is a possibility. Und das ist eine Möglichkeit. When you experience presence, it's not solid. Wenn du die Präsenz erfährst, ist es nichts Festes. You can't get a painting of it. Du kannst davon kein Gemälde machen. You can get a painting of Sangdapalri, the palace where Padmasambhava lives. Du kannst ein Gemälde machen von Sangdapalri, der Palast, in dem Padmasambhava lebte. You can also get a painting of Devachan, where Amitabha lives. Und du kannst auch ein Gemälde bekommen von Devachan, wo Amitabha lebt. You can read descriptions of these realms. Und du kannst Beschreibungen dieser Bereiche lesen. You can make your choice which one you want to go to. Und du kannst dich sogar entscheiden, zu welchem von denen du gehen willst. Having studied the catalogue, Wenn du den Katalog erstmal durchgesehen hast, you book yourself in. dann kannst der Bereiche buchen. It's quite expensive. Es ist zwar teuer, Several million mantras are required. einige Millionen von Mantras werden benötigt, But if you accumulate enough, you can go there. aber wenn du genug gesammelt hast, dann kannst du da hingehen. And then you'll know where you are. Und dann weißt du, wo du bist. You won't know who is where you are, but you'll know where you are. Du weißt zwar nicht, wer das ist, der dort ist, aber du weißt, wo du bist. This is the difference between Dzogchen practice and general Buddhism. Und das, Dzogchen is saying directly, go to the heart, who are you, what is your own nature? und das ist der Unterschied zwischen der generellen buddhistischen Praxis und Dzogchen. Dzogchen sagt, wer bist du? Geht zum Herzen der Praxis und fragt, wer bist du? So from the point of view of what we've been doing, this practice of PET is a very good means of cutting off the longing that there will be something easier, more secure, more definite. Und vom Gesichtspunkt der Praxis her ist diese Praxis mit dem PET das, um durchzuschneiden, unser Verlangen, irgendwo dahin zu gehen, wo etwas einfacher zu erreichen wäre. There are many Dharma practices which are reassuring, which make you feel confident and comfortable and hopeful. Und es gibt viele Dharma-Praxis, die sozusagen sich selbst bestätigt, die dich gut fühlen lässt und sicher macht. Because they promise something. Denn sie versprechen dir etwas. If you do this, then that will happen. Wenn du dies tust, dann wird das Volk dies und jenes passieren. What this is saying is, trust into your own natural clarity. Use your own natural clarity to be present with yourself as you really are. Doch was hier gesagt wird, ist, sei in deiner natürlichen Klarheit, nutze die natürliche Klarheit, sei das, was du bist. Trust in it doesn't mean trust in it as a thing, it means use it. Und dem zu vertrauen heißt nicht, es zu vertrauen als irgendein Ding, sondern es zu benutzen. And do the practice again and again and again until you get a result. Und tu diese Praxis, diese Übung immer und immer und immer wieder, bis du ein Resultat erhast. There are obscurations. Und da sind Verdunklungsschwierigkeiten. But the obscurations are your obscuration. Aber das sind deine eigenen Schwierigkeiten. You can look at the obscuration as if it's something else and then you try to remove it. Du kannst da hinschauen, als wäre es irgendetwas anderes und dann versuchen, es zu entfernen. Or you can see that the obscuration
is the energy of your own mind. Aber du kannst auch sehen, dass diese Verdunklung die Energie deines eigenen Geistes ist. Ignorance sounds as if it should be something very dull and dark. Ignoranz, Unwissenheit, das klingt vielleicht so, als wäre es irgendetwas sehr Dumpfes und Dunkles. But ignorance actually is very bright and shiny. Aber tatsächlich ist diese Unwissenheit sehr hell und scheinend. All the wonderful things in this world that attract us is a form of our ignorance. Is a form of? Our ignorance. Alle diese Dinge, die uns sehr attraktiv und erscheinen, sind eine Form der Ignoranz. That is to say, we are hidden from ourselves by our own brilliance. Das heißt, wir werden von unserer eigenen Brillanz selbst geschlagen. Versteckt. Hidden. Versteckt. Wir werden von unserer eigenen Brillanz versteckt. This is very important to see, that these obstacles are not something from somewhere else. It is your own creativity, moment by moment, giving rise to all these thoughts, feelings and sensations, which when they mesmerize you, when they catch you, seems to be something else, seems to be real. All diese Hindernisse, das ist nichts anderes als, die werden nicht anders kreiert als von einem selbst. Doch wenn sie sich verfestigen, wenn sie einen sozusagen gefangen nehmen, dann scheinen sie so, als wären sie irgendetwas anderes. Okay, so if we do some 3-hour practice and then bring the pet into it, so whenever you find your mind, your clarity, becoming caught up in something, you just use pet to open the space. The space is always open. It's more to bring you back into the openness of your nature rather than falling into the horizon. Und wir machen jetzt diese 3A-Praxis und nutzen das Pad, um diese